besser, immer mehr aufgebaut. Und irgendwann habe ich halt Interesse gesucht in Kameraarbeit und wie man es schafft, ein Publikum cinematisch eine Geschichte zu erzählen. Basiert eigentlich auf der Geschichte dieses ersten Vorgängers, ja, dieses Hauptdarstellers, der dann später gegangen ist. Und dementsprechend muss ich die Geschichte natürlich ein bisschen umschreiben. Ja. Was lachst du jetzt? Du bist der Direktor, du musst seriös sein. So. Ein Jahr später. Ganz viel verlorene Nerven. Aber eine mega coole Erfahrung gemacht und viele Erinnerungen gesammelt. Sitze ich jetzt hier und soll möglichst professionell erzählen, warum wir eigentlich diesen Film gemacht haben. Das war jetzt mal den ganzen Spaß mal beiseite, aber das war echt viel Arbeit, was da in diesem Film steckt. Und ich habe von Anfang an gewusst, in welche Richtung es geht. Und jetzt zu sehen, wie man wirklich diese Vision in die Realität umsetzt, ist der Hammer. Und das ist genau das, warum ich eigentlich vor, hinter und neben der Kamera stehe. Ja. Es hat alles einen Grund. Ich meine, schau mal, wo wir jetzt sind. Ja. Wir haben jetzt einen 15-Minuten-Film hingehauen und der ist wirklich, es ist 1:1 das, wie ich es mir visuell vorgestellt habe. Was war der Punkt, wo du vielleicht gemerkt hast, oder hast du überhaupt diesen Punkt gehabt, wo du gemerkt hast, ey, das macht mir Spaß oder ich kann mich mit dem Charakter identifizieren, gewissermaßen. Gab es diesen Punkt überhaupt? Und wann, wenn ja, wann? Also das war eigentlich am ersten Tag, wo der erste Dreh war. Das war echt einfach amüsant. Wir sind mit einem Einkaufswagen losgezogen und mit 2 Regenschirmen, um das Equipment trocken zu halten. Der erste Drehtag war schon sehr spaßig. Wo willst du das hinlegen? Der ganze Boden ist nass, ja, alles ist nass. Man hat nur die Regenschirme. Man hat Taschen mit Kameras, Equipment, das nicht nass werden darf. Ja. Und ausgerechnet an diesem Punkt, als hätte irgendjemand zu uns gesagt, ey, Schicksal, hier war ein Einkaufswagen. Also haben wir den Einkaufswagen genutzt und sind wie Penner haben wir uns fortbewegt in diesem Ding. Das sah schon ganz lustig aus. Also Das unterstreicht das Wort Low Budget. ja, ehrlich. So hat das eingeleitet, was ich glaube, so sich die ganze Reise fortgesetzt hat. Es war ziemlich regnerisch und es hat aber perfekt in die Aufnahme reingepasst. Wir haben das gleich genommen. Muss Herbst 2019 gewesen sein, da haben wir mit den Trainern angefangen. Action, take one. Okay, wenn das Auto vorbei ist, kannst du losgehen. Und Action. Let's go. 5 Sekunden, dann kannst du losgehen.
Tim, du bist der Soundgang gewesen. Ja. Du warst beteiligt an der letzten Szene. Was hat dir am meisten Spaß gemacht? Wahrscheinlich die Aftershow-Party hier, oder? Nein, ich frag's mal anders. Hast du etwas aus dem Filmdreh rausziehen können? Auf diesen. Kannst du mal aufhören mit diesem. Junge, er malt ihm den Bart auf den Scheiß. Meine Der macht einen Fresse. Jack Sparrow aus diesem. Mein Name ist Okay, Joshua. pass auf. Tim, anders gefragt. Du warst am letzten Filmdreh beteiligt. Also Was die hast du aus dem Filmdreh ziehen können? Die letzten 75% des Filmdrehs. Den letzten 25%. 75. 35. 75. 85. Ja. Okay. Was hast du aus dem Filmdreh ziehen können? Sagen wir so, der Director, der hat, nach meiner Meinung, ziemlich tiefgründig nachgedacht, was er auf die Leinwand produzieren will. Und nach meiner Meinung hat er es geschafft, viele Gedankengänge so ein bisschen anzuschubsen. Dass man versteht, worum es wirklich geht. Weil es ist sehr wichtig, benachteiligte Personen in das alltägliche Leben mit einzubeziehen, damit die nicht verstoßen werden. Ich finde, viele Menschen, die so verstoßen werden, verdienen eigentlich ein schönes Leben. Und das finde ich persönlich störend, weil viele Menschen denken nicht darüber nach und schubsen einfach diese Personen aus ihrem Leben und ohne dass sie es merken, vielleicht im Unterbewusstsein oder so, weil sie denken, das ist abstoßend. Weil sie denken, das ist einfach eine Person, die also kein normales Glied ist und denken, dass es gegen den Strom schwimmt. Aber eigentlich versucht es mit aller Kraft mit dem Strom mitzuschwimmen, aber es schafft es nicht. Deshalb braucht es Unterstützung. Die Geschichte von Mein Name ist Joshua hat angefangen ganz anders. Ich meine, der Herr hier hinter der Kamera weiß es ganz genau, er war von Anfang an da, der Herr Muslio. Ich habe das Skript originell, also das originelle Skript 2019 geschrieben und es hat die gleiche Handlung, es hat sich nicht viel geändert, es war nur ein anderer Schauspieler und es hat sich dann durch gewisse Umstände, wo wir schon viele Aufnahmen gehabt hatten und das ist halt sehr ärgerlich, haben wir uns da leider verschiedene Wege gehen müssen. Ah, ist das schön. Und das ist natürlich schon scheiße, ne? Also ich meine, wenn du schon im ersten Monat oder die ersten 2 Monate, wo du schon viel Arbeit in den Film investiert hast und du glaubst an diesen Film und dann klappt es nicht und dann wird dir schon so ein riesen Brocken in den Weg gestellt. Ja, aber wir haben einen Weg um diesen Brocken gefunden, wir haben ihn nicht zerstören können. Ja. Und dann haben wir uns einmal drumherum gegraben und haben das Skript halt ein bisschen umgeschrieben und einen neuen Schauspieler gefunden. So kam es dann zu Mein Name ist Joshua. Anfangs noch ich heiße Joshua. Wir haben uns nicht entscheiden können. Oder ich habe mich nicht entscheiden können. Auf dem Originalskript steht eigentlich ich heiße Joshua. Ja, so hat das Ganze angefangen. Und dann hatte ich diesen ersten Drehtag, wollte ich den Weg quasi von Joshua, ich wollte quasi, da dieser Film ja gewissermaßen inspiriert ist vom Joker, vielleicht ein wenig, und ich genau diese Aufnahme, dieses Cyanblaue, dieses deprimierende, depressive, bläuliche, diese Farbe unbedingt in dem Film drin haben wollte, da die Geschichte ja anfangs wirklich sehr traurig ist und sich auch über den Film hinzieht. Das ist kein Film und es sollte auch von Anfang an kein Film sein, bei dem sich die Leute gut fühlen. Ja? Das sollte ein Film mit einer Botschaft dahinter sein und genau das ist es, das haben wir, glaube ich, auch geschafft. Hoffe ich. Ich hoffe, die Menschen, die den Film gesehen haben, haben etwas für sich rausziehen können. Mehr will ich gar nicht. Ich hoffe, Sie haben auch währenddessen sich auch unterhalten gefühlt. Und im Endeffekt ist das eigentlich das grobe Ziel gewesen von dem Film.
am ersten Drehtag gab es auch noch diese Szene, wo Joshua quasi hier entlang geht, ja, und die Kamera ihm seitlich folgt. Ich habe natürlich kein Dolly. Wir sind low budget, ja. Also wir haben hier kein Dolly, mit dem wir hier entlang fahren können, dass alles schön stabilized ist, ja. Sondern meine grandiose Idee war es, ein Skateboard zu nehmen. Die Kamera ganz, ganz nah am Körper, ja, dass es schön stabil ist, ja. Betonung ist auf stabil. Und hinter mir jemand, der das Ganze dann rollt. Also er rollt mich quasi. Ja, wie gesagt, Improvisation, wir hatten kein Skateboard. Im Endeffekt ist es dann so geendet, dass wir dann ein Longboard hatten. Ich bin noch nie Longboard gefahren. Ja. Und dementsprechend ist die Geschichte ganz schön wackelig geworden. Scheiße. Ich flex es ja ein. Okay, erster Versuch. Wie gesagt, das ist Improvisation, das sind diese kleinen Sachen, die mich persönlich, wenn ich den Film sehe, mich an mir nagen, ja, weil ich sehe diese Fehler, diese kleinen Fehler, die ich machen muss und die ich in diesem Film gemacht habe. Und es gibt sehr viele davon, kleine Fehler, die man hat korrigieren können, zum größten Teil. Man hat das Beste daraus gemacht. Wo ich halt überwiegend gemerkt habe, dass es Schauspielerei für mich ist. Es war einfach so die Momente, wo ich mir dachte, so, boah, keine Lust eigentlich. Aber dann hieß es so vom Regisseur so, hey komm, wir machen das nochmal. Und dann hat es halt hammer geklappt und da dachte ich mir so, wow, das lohnt sich doch und das macht halt richtig Spaß. Und wo es mir auch teilweise richtig viel Spaß gemacht hat, das war einfach die Audioaufnahmen. Dort, wo wir diese Synchronisation, würde ich jetzt mal behaupten, also Ja. wo ich halt im Hintergrund rede, das war halt Die waren lustig. der Abend, beziehungsweise die Abende, wo wir das gemacht haben, das war halt echt lustig. Jemand, der einen beleidigt, jemand, der einen blöd anguckt oder mit seinen Blicken verachtet. Keiner, der einen ADHS-Kind nennt. Ich kann mich ganz wie selbst beschäftigen. Ja. Ich habe das Wasser gedacht, Oh Mann, die Writer, Alter, Entschuldigung. Das war alles Blair seine Schuld. Ja, Der hat das geschrieben. Der ist immer so zweideutig. Echt jetzt? Hat der das Ja, geschrieben? ja, klar. Sicher? Ja. Dann wundert es mich Der hat nicht. sich gedacht, extra Yoshi, oder der wird 100% 5 Lachfleisch bekommen, wenn er das liest. Ja. 6. Szene nach 6. Action, du kannst jetzt loslegen. ADHS-Kind nennt. Ich kann mich ganz. Alter, ich krieg das heute nicht hin. Also die sind erst hier. Ja, total nicht. Ja, mach halt eins. Oh Mann. Beschäftige dich mit dir selber. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, das beschäftigen. Pass mal so. Das ist Kann ich ganz mit mir selbst beschäftigen. Wer hat denn am meisten am Filmset verkackt? Sag das so. Verpackt. Wer hat am meisten verkackt am Filmset? Also ich meine in der letzten Szene. Josa und Lee. Wieso? Lee hat ein bisschen so mit der Kamera gewackelt. Also jeder ist nur freiwillig hier. Und im Endeffekt findet da mal einer keine Zeit, da mal findet keiner mal eine Zeit. Ja? Dann haben alle einen Termin festgelegt. Und der Hauptdarsteller ist vielleicht nicht so verlässlich, sag ich mal. Du kannst im Endeffekt von den Leuten nicht verlangen, dass sie zu 100% da sind, dass sie alles hinschmeißen, ja? Weil die Leute sind nicht bezahlt. Ich werde nicht bezahlt für diesen Film, das ist unser allererster Film. Ich sag's dir nur eins, oder allgemein
auch wer das jetzt guckt. Low Budget, High Budget, scheiß mal auf das Budget. Man muss immer auf die Arbeit gucken, die dahinter steckt. Weil es gibt irgendwelche Leute, die ja zum Beispiel, wir posten ja in YouTube. Es gibt irgendwelche Leute, die irgendeinen Scheiß posten und trotzdem berühmt werden. Und die Leute, die stundenlange Arbeit reinstecken, die Leute, die verdammt nochmal Budget reintun von ihren privaten Kassen, die kriegen sowas nicht hin. Und dafür steht mein Name ist Joshua. Das ist ein Low-Budget-Film, aber der ist gut geworden. Obwohl der Hauptdarsteller immer zu spät war und komplett... Ich bin Yoshi und ich komme immer zu spät. Das stimmt nicht, Jung. Man sieht's jetzt. Man sieht's jetzt. Und ich bin eigentlich der längste Mitarbeiter für Multitude. Du bist Production. Co-Produzent. Ja, Sag siehst mal's richtig aus. Du bist Assistant Director hier gewesen. Dr. Blee, Das auch. immer 100% dabei. Er war, Wir werden bald ein Patreon machen, also spendet viel. ich habe einen Patreon-Account jetzt gerade erstellt. Komisch, dass du es gerade erwähnst. So gestern habe ich es gemacht, einfach so zum Spaß. Also alle Wrestling-Fans, wenn ihr irgendwie uns mithelfen wollt auf diese Reise ins Filmgeschäft, damit wir diese M. Night Shyamalan und diese anderen Fuzis aus dem Geschäft bringen. Dann ballert eure Gegner weg. Ja, wir ballern die Gegner weg. Aber allgemein jetzt gesagt, als Schlussding vom Co-Produzenten und allgemeinen Boss von hier, sage ich einfach, das war eine nice Erfahrung. Man kann nichts Schlechtes darüber sagen. Und abonniert schön Multitude Production auf YouTube. Ja. Meine Schlussworte sind, achtet einfach auf eure achtet auf eure Mitmenschen, wie es denen geht. Und wenn die nichts von sich selbst sagen wollen, lasst denen etwas Zeit. Bietet ihnen auf jeden Fall eure Hilfe an und ich würde es gerne auch weitermachen. Deswegen lasst ein Abo da. Und deshalb, liebe Leute, abonniert diesen Kanal und lasst 1 oder 2 Likes auf dieser Plattform hängen. 2 Likes, ich erkläre es euch, macht einfach einen zweiten Account. Aktion! Wir sehen, wer wie kommt bis zu Interview. Hallo, wie geht's? Was hast du für Film zu sagen? Leute, ich bin ordentlich angezwiebelt, ja, von der Aftershow-Party mit den Jungs. Aber ich versuche das jetzt einigermaßen zusammenzufassen. Ja. Aftershow-Party ist am Laufen, ey. Und, oh scheiße, der Tisch verschiebt sich jetzt. Warten, Also, ich erkläre. Getränkegabe oben diese Toilette. Man sieht sich nicht. Wir haben Dixie-Klo, egal Diese wer ihr Backstep, seid, egal ob Backstep, ihr Filme wie wir machen. 5 Ja, am Ende wird's Toilettenpapier. mega Spaß. Reicher Mann. Diese Corona-Zeit, diese ist super. Am Ende wird es immer ein mega Erlebnis, Alter. Die Typen, hier habt ihr den Beweis, ja. Alter, du hast 5 Promille. Es hat mega viel Spaß gemacht mit euch allen. Ja? Und selbst egal wer nicht heute da ist, auf der Aftershow-Party ist scheißegal. Ich danke jedem, der an dem Projekt teilgenommen hat, weil ihr seid freiwillig hier gewesen, ihr habt freiwillig eure Zeit gegeben. Vor allem Herrn Joshua auch. Ja. Ich bin mehr als dankbar für jeden, der hier mitgeholfen hat, weil ihr habt Unglaubliches geleistet, ihr habt Unglaubliches geschafft. Ihr habt einen Film kreiert, den ich in meinem Kopf hatte. Da habt ihr den Hauptdarsteller, da habt ihr
Duck dich, Mann. Da hat sie den Sound geil. Duck dich, du kleine Kamera Wichser. wieder auf mich, ich bin der Wichtigste. Ich bin Ich bin der Director. Ich bin der Director. Nein, Spaß. Ey, ohne mich nichts laufen. Wahrscheinlich alles löschen. Ohne ihm nichts laufen, da hat er gar nicht so unrecht. Schiebt die Kamera auf mich aber wieder, ne? Wenn es euch gefallen hat, bitte abonniert unseren Kanal. Kanaljugend! Okay, warte, ich helfe dir dabei. Bitte. Warte. Ich brauche keine Hilfe, ich bin der Regisseur. Oh, Bitte. oh. Bitte abonniert unseren Kanal. Liked unsere Videos, wenn es euch gefällt. Liked, Lasst ein Abo supportet da. uns, kommentiert, ja. Schreibt uns Nachrichten, was euch vielleicht nicht so gut gefallen hat. Wir lernen aus allem, was wir machen, ja. Aber Und wir akzeptieren jede Spende. Vielen Dank. Bei diesem Dreh wurde kein Kevin verletzt. Andere Schauspieler wurden trotzdem nicht bezahlt. Super Kick! Oh, Scheiße! Das ist auch Film. Geil. Mein Papa hat gesagt, er hat keine Arbeit. Ja, das stimmt. Das kostet schon ziemlich viel Geld und das ist umso besser, wenn man. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Ist aber scheißegal, aber ich kann das rauscutten. Ich meinst du genau? Wissen, wo, in welchen Kamerawinkeln das Ganze sein. Macht die Tür bitte zu. Ey, macht die Tür bitte zu. Cindy! Katastrophe. Klöten sind nass, Alter. Ist aufgenommen. Oh, fuck. Seine Klöten sind nass. Warte. Die Sätze des Films. Jetzt kommt ganz am Schluss von Behind the Scenes. Ja. Und jetzt nochmal die Audios des Monats. So cool. Was für ein Mongol. Junge, ist mir scheißegal. So kurz davor, richtig lustig, Typen zusammen. Okay, cut. So kurz. Der ist so kurz, seiner. Seiner ist so kurz. Und Action. Okay. Kamera läuft, Audio läuft. Und jetzt kommt die beste Aufnahme. Oh mein Gott. Junge, alles liegt so hart. Das ist so, wie wenn du im Auto furzt und alle Türen absperrst und Fenster hoch. Wie soll ich da mal ernst bleiben, Mann? Das stinkt so heftig so. Oh. Die einen auf Depri-Scheiße machen, sich hier hinsetzen. Das musste ich ausnutzen. Ja, Mann. Junge. Boah, der Wind weht ganz schön in meine Richtung. Boah. Weißt du, was das Schlimmste ist? Ich habe mich so sehr bemüht. Beschissene ADHS-Kinder. Mein Name ist Joshua. Halt dein Maul, Mann. Der war so schlecht, Alter. Ja, der war echt schlecht. Bruder, du musst ein bisschen mehr um... Mir hat der Text gefehlt. Ja, Junge, der Text ist doch einfach. Warte, mein Name ist Joshua. Wie heißt der Film? Ich bin Joshua. Und Alter. Halt mich Schnitzel, Mann. Alter, ich auch. Ja, den Scheiß. Mein Name ist... ADHS-Kinder. Mein Name ist Joshua. Junge, und sag mir jetzt, Alter, wie soll ich das jetzt noch toppen, Alter?